Okay. I was just talking about how I like to do the ceremonies, or not ceremony, well, ceremonies, but teachings outdoors because it's being in nature. Und ich habe gerade darüber gesprochen, dass ich gerne Teachings oder auch Zeremonien. One of the reasons that a sweat lodge or a pipe ceremony is so powerful and has such great effect is is because we incorporate or join in with all of nature in the ceremony. Und ein Grund, warum ich Zeremonien und die Teachings so gerne draußen mache, ist, weil ich dann direkt mit der Natur in Verbindung stehe und der, ähm, der Hintergrund von Zeremonien oder Teaching ist auch mit der Natur zu interagieren. And that's one of the reasons that we burn herbs is to include the plant people, plant nations. Mm. Und ein Grund, warum wir Kräuter verbrennen, ist, dass wir die Natur oder auch die Pflanzenvölker mit in die Zeremonie aufnehmen. When we do a sweat lodge, we include the animal spirits, the bird spirits, the plant spirits, the tree spirits, the stones. The stone nation, the stone grandfathers, we call them. And we incorporate fire and air and water and the earth. So we incorporate everything when we do a sweat lodge ceremony. Wenn wir eine Schwitzhütten-Zeremonie machen, dann inkludieren wir in die Zeremonie die Tier-Spirits, die Vögel-Spirits, die Pflanzen-Spirits, die Baum-Spirits, aber auch die Elemente wie Feuer, natürlich Feuer, dann die Steine, wir nennen es Steingroßväter, die Luft und natürlich auch die Mutter Erde. I thought I turned this off, but it just made noise. Pardon me. I have to put it on airplane mode, I guess. There we go. Okay. So one of the reasons that indigenous ceremonies have so much power to them is because we include everything in nature and we include ourselves as being an integral part of nature and creator. Und ein Grund, warum die Zeremonien der Ureinwohner oder Indigenous Leute so mächtig sind, ist, weil wir die Natur mit in die Zeremonie einfließen lassen und wir auch als Menschen Teil dieser Natur sind und die Zeremonie durchführen. If you do a Native American sweat lodge and you don't include all of nature, the spirit beings of nature, the lodge will not, it'll be just a sauna. It won't be powerful. Und wenn ihr eine Schwitzhütte einfach nur durchführt, wie oder die Schwitzhütten, die Ureinwohner durchführen, also die Indianer durchführen, und ihr nehmt die Natur nicht mit auf in die Zeremonie, dann ist es einfach nur eine einfache Sauna. I'm not going to talk very much at all about how to build a sweat lodge, how to tend the fire, or any of that, because I'll probably teach that stuff when I come to Germany and Austria in the springtime. I'll teach how to build a lodge. Ich werde jetzt nicht erzählen, wie man die Hütte baut oder wie man das Feuer dafür das Feuer bewacht oder wie man es macht, weil ich werde wahrscheinlich, wenn ich nach Deutschland und nach Österreich komme, euch das zeigen und wir werden es durchführen. Okay. And right here in the beginning, I want to let you know that
There is no such thing as a Cherokee sweat lodge. We didn't have sweat lodges. Und hier gleich zu Anfang möchte ich euch noch sagen, dass die Cherokees keine Schwitzhütte hatten. Sie führen keine Schwitzhüttenzeremonien durch. The lodge that I learned is a Chippewa sweat lodge. Die Lodge oder die Hüttenzeremonie, die ich gelernt habe, ist eine Chippewa Zeremonie. It's a very gentle, refreshing ceremony. It's not like the Plains tribes, like the Lakota, that it's almost like a punishment. Und es ist eine sehr sanfte, sehr angenehme Zeremonie und es ist nicht wie die Schwitzhütten, die Stämme der Ebenen durchgeführt haben, die mehr wie eine Bestrafung sind, also zum Beispiel die Lakotas. Most of the sweat lodges, or I think you guys call them sweat huts, in Europe are based on Lakota teachings. Und die meisten Schwitzhüttenzeremonien, die in Europa durchgeführt werden, basieren auf der Tradition der Lakotas. Unfortunately, the Lakota sweat lodges are very dogmatic and full of rules and regulations. Leider sind diese Zeremonien der Lakotas sehr angefüllt mit Regularien und Regeln und festen Abläufen. The other sweat lodges, and there's well over 500 different kinds because there's over 500 different native nations in the United States and Canada, are different than that. Die anderen 500 Schwitzhüttenzeremonien, die es gibt, sind alle unterschiedlich. Es gibt über 500 Stämme und jeder hat seine eigene Art und Weise, eine Schwitzhütte durchzuführen. My elder, Adam Fortunate Eagle, who's Chippewa, taught me the lodge, the way of the sweat lodge, and then he passed his lodge on to me when he basically got too old to do sweat lodges anymore. Der Älteste, der ihn unterwiesen hat, Adam Fortunate Eagle, das war sein Lehrmeister, hat seine Tradition der Chippewa ihm weiter gelehrt und als er dann auch zu alt wurde, um die Schwitzhütte durchzuführen, hat er ihn auch angewiesen, die Schwitzhütte durchzuführen. My experience with the sweat lodges that I've been in Europe have been disappointing for their lack of power, with the exception of Daryl Combs. He runs an excellent lodge in Austria. Very, very good lodge there. Und für ihn waren die meisten Schwitzhüttenzeremonien, die er in Europa mitgemacht hat, eher sehr enttäuschend, da sie einen Mangel an Kraft ausgestrahlt haben. Und die Ausnahme bildet die Schwitzhüttenzeremonie, die Daryl in Österreich durchführt. The reason most of the lodges don't have any real power to them is because they don't incorporate all of nature. It becomes more like a religious exercise than a spiritual one. Und der Grund, den er sieht, warum diese Schwitzhüttenzeremonien keine rechte Kraft haben, ist, dass die Natur nicht genügend mit einbezogen wird und damit sind es für ihn eher religiöse Riten als ein spirituelles Erlebnis. One time I did a sweat lodge at the request of my grandmother Lily, and she told me something after we got done. Und einmal hat er eine Schwitzhütte durchgeführt auf die Bitte seiner Großmutter Lilly hin und als sie fertig waren, hat sie ihm etwas gesagt. She told me I did everything perfect and everything correct except for one thing. Und sie hat gesagt, ich habe alles perfekt gemacht und alles richtig durchgeführt, bis auf eine Sache. She said,
you didn't let the spirits of all the animals and birds and things come into the lodge. You called them to the door, but I didn't bring them in. Sie meinte, er habe all die Tierspirits und Pflanzenspirits zwar gerufen, aber er hätte sie nicht in die Hütte mit hineingebeten, sondern er hätte sie praktisch nur bis zur Türe gebeten. So I learned a really important lesson. When we conduct a sweat lodge ceremony, we don't do it by ourselves, or the person pouring the water isn't just the leader. We need to do it as a co-creation with all of nature and all the spirits. Und was ich gelernt habe, ist, dass wenn wir eine Schwitzhütte durchführen, dann ist es so, dass wir sie nicht erschaffen, sondern dass sie von den Spirits, die wir dazu bitten, geführt wird und nicht derjenige, der das Wasser auf die Steine gießt, derjenige ist, der die Führung übernimmt, sondern die Natur und alle Spirits, die mit dabei sind. So what I was doing was basically what a lot of people do in Europe, because they've learned how to do a sweat lodge, but they haven't been taught about the power of it and the understanding of how it actually works. Und was die meisten Leute in Europa machen, ist das, was ich praktisch auch gemacht habe, dass sie zwar die Schwitzhütte korrekt durchführen, aber dadurch, dass sie nicht die Kraft des Spirits mit einbeziehen, ist es so, dass die Kraft in der Zeremonie fehlt. If you want to have more power in your life, the first thing you should do is create a relationship, communication with nature and yourself. That's more important than creator. Jim, can you wait a second? Silvia, kannst du weiter übersetzen, weil mein Kind übergibt sich gerade. So, okay. Danke. Also es ist viel wichtiger, mit den Spirits, also eben den Tierspirits, den Pflanzenspirits Kontakt zu haben, als mit dem Schöpfer. Danke. Is it Gerne. danke or is Yeah. it danke or danka? Danke. Danke. Okay. Bitte. Mhm. Okay. When I say it's more important to develop your relationship with nature than it is with your relationship to the creator, it's because the creator is nature. Also wenn der Jim sagt, es ist wichtiger, die Beziehung zur Natur aufzubauen als zum Schöpfer, heißt das aber, weil der Schöpfer die Natur ist. So a lot of people want to develop a communication with creator or God, and they've completely bypassed all the expressions, manifestations of God all around us. Also viele Menschen wollen zum Schöpfer mit Gott eine Beziehung haben, aber sie sind daran vorbeigegangen, mit allen Wesen und allen Manifestationen des göttlichen rundherum Kontakt aufzunehmen. Okay, they have found sweat lodges built in many different countries that are over 7,000 years old. Also es gibt Schwitzhütten überall, die schon mehr als 7.000 Jahre alt sind. Many of them are just saunas. Viele sind nur so wie eine Sauna. There isn't really a spiritual aspect, it's all physical. Da ist kein spiritueller Aspekt drinnen, da geht es nur um das Physische. However, in North America, actually the Vikings built a stone sweat lodge in a village that was, it was about 7,000 years ago. They found one in Canada. Also in Kanada haben sie gefunden, dass die Wikinger schon eine Sweat Lodge gebaut haben, vor 7.000 Jahren. The difference between native sweat lodges and a sauna they're very completely different. Also die sind völlig anders, eine Sauna und die Native American Sweat Lodge.
As I said, well, a very famous Lakota medicine man, holy man, actually the last holy man they ever had. He died in the early 1900s. He said that the power of a ceremony is in the understanding of the ceremony. Also einer oder der heilige Mann der Lakota, der in den 19. Jahrhundert gelebt hat, der hat gesagt, das Wesen einer Zeremonie liegt in dem, dass man es versteht, ja, im Verständnis. That's what makes me a little bit different in my teachings, because I try and explain how things work. Und deswegen erklärt der Jim uns auch bei seinen Lehren, wie die Dinge funktionieren. So my teachings are a bit longer than others, but you're going to learn how to apply the sweat lodge ceremony to your life. And it has amazing powers to open up into the next dimension. Und seine Teachings sind ein bisschen länger, aber er lehrt jedenfalls so, was die Sweat Lodge für unser persönliches Leben bedeuten kann und auch, wie soll ich sagen, den Schritt in die nächste Dimension uns öffnen kann. What a sweat lodge is it's a small representation of the entire universe. Also die Sweat Lodge ist die Schwitzhütte ist eine kleine Repräsentation, also Vertretung für das ganze Universum. The sweat lodge is not just a dome, it actually is a circle that goes down into the ground underneath. Es ist nicht, die Schwitzhütte ist nicht ein Dom, sondern ein Kreis, der auch rund hineingeht in die Erde. It represents Mother Earth. Sie repräsentiert Mutter Erde. The dome is made out of saplings that are cut down, and in Europe, pretty much you need to either find young willows or hawthorn. Those are strong enough to bend and not break. Also man muss in Europa finden kleine, also Weidenzweige, die nicht brechen, die sich biegen lassen. Das zweite Willow habe ich verstanden. Was war das zweite? What was it? The second plant you talked about? It was willow, and the second one? Hawthorn, you have it quite there, a lot there. I don't know what it's called. I don't know the German. Yeah. Well, Weißdorn. Weißdorn, okay. Thank you, danke. Okay. we help each other. Those are a little bit stiff, but they still bend without breaking. So that's what we used last year when I built a lodge. When I built a lodge in the middle of the muddiest place you've ever seen. It was really... Also der Weißdorn ist ein bisschen steif, also lässt sich nicht so leicht biegen, aber es geht auch noch, ohne dass er bricht. Und letztes Jahr haben sie den Weißdorn eben verwendet. Da war irgendwie ein Gebiet, das war sehr schlammig oder so, ja, Madi. Mhm. The most important person in the sweat lodge ceremony is not the person who's pouring the water, it's the fire tender. Also die wichtigste Person in der Schwitzhütten-Zeremonie ist nicht die Person, die das Wasser aufgießt, sondern der Firekeeper, der Hüter des Feuers. I happen to have well, let me rephrase. The 4 fire tenders that I've worked with in Europe have been the best fire tenders or fire keepers that I've ever met. They're amazing. Also hat mit 4 Feuerhütern in Europa gearbeitet und die waren großartig, ja, die besten, mit denen er bisher gearbeitet hat. There's a guy named Martin who is the fire tender for Uli over in Rosenheim, and he's amazing. Also ein Feuerhüter heißt Martin und der ist da beim Uli in Rosenheim und der ist wunderbar, also ganz großartig.
I would also recommend Uli's Sweat Lodge very highly. He's been running a sweat for over 20 years on the property he rents, and he does an excellent job. Und er empfiehlt die Schwitzhütten von Uli. Er macht das seit 20 Jahren dort auf seinem Grund und er macht das ganz großartig. Exzellent. The thing I like about Martin and Daryl, when they make the fire, they make it from friction. They don't use matches or lighters or paper. Also der Teil und der Martin, die verwenden keine Zünder, kein Feuerzeug, kein Papier, sondern ich glaube Funken, ne? Also Die machen es mit Handdrill oder mit dem Bogen. ja, mit Bow-Drill, genau. Also mit diesem Bow-Drill. Was heißt Bow-Drill auf Deutsch wieder? Genau. Bogenfeuer. Ja. I just had a visit from a magpie. They're one of the most beautiful birds. And normally magpies are very wary or afraid of humans. Jetzt darfst du wieder helfen, was ein Magpie ist. They're black and white and they have blue iridescent feathers that glow. Translate that. Also die Magpies sind schwarz-weiß und haben blaue leuchtende Federn. Heißt Das- übersetzt Down. Flötenkrähenstar. Bitte? Flötenkrähenstar. Flötenkrähenstar, okay. Also super, wenn du hilfst mit diesen Spezialtierchen. Ja, danke. This one flew down. Normally, when I'm out here, they fly away. They don't want to be anywhere near me. But this one flew down and walked to about 2 meters away from me. Right. Also normalerweise fliegen die ja gleich weg, wenn er kommt. Aber der eine ist wirklich 2 Meter von ihm, also da runtergekommen. Ganz nah. Yeah. So now that's what we call a squirrel, not because it's a squirrel, because it sidetracked me. It made me lose my train of thought. So genau, dass irgendwie das Eichhörnchen kann passieren, dass er dann seine Gedanken verliert oder so, seinen Gedankenfluss, wenn das Eichhörnchen ist oder so. All I'll say about the fire tender now is that their job is to keep the stones buried in super hot coals, and that's why they're called a fire tender, because they're constantly building the fire up. Also die Aufgabe der Feuerhüter ist, die Steine in ganz heißen Kohlen zu halten und das Feuer immer heiß zu halten, also immer wieder neu aufzubauen. But the second job of a fire tender or fire keeper is to listen to Grandfather Fire's voice and bring messages to whoever's pouring the water. So they get the first messages from Spirit. Also die zweite Aufgabe der Feuerhüter ist, auch genau zu hören auf die Botschaften des Feuers und diese Botschaften auch an die Person weiterzugeben, die das Wasser aufgießt. Also sie sind die Ersten, die eigentlich diese Nachricht des Spirits bekommen, die Botschaft. I know it's hard in Europe because of all the fire restrictions, but I recommend that you, next time you have a fire outside, or even in a fireplace, you start listening to the spirit of the fire, Grandfather Fire, and see what little messages you get, either visually by looking at the flames and the coals, or in your head. Also er weiß, in Europa ist es schwierig, ein Feuer zu machen, aber nächstes Mal, wenn sie ein Feuer entzündet, auf einem Feuerplatz, dann hört auf die Botschaften von Großvater Feuer, also entweder dadurch, dass ihr hineinschaut in Feuer, also was ihr da seht, oder welche Botschaften ihr in eurem Kopf bekommt. So, the last thing I'll say about fire is that there's a protocol for building it, how you build it, what you use in it. You don't use any nails, anything that has nails or anything like that. It's got to be natural wood, but that's getting off the track. The thing is you do prayers and ceremony when you're building the fire,
when you're placing the stones in the fire and the whole time. So, like I said, everything in a sweat lodge ceremony is done in cooperation with the spirit of fire, with nature. Also es gibt ein eigenes Protokoll, das Feuer zu bauen, und wenn man, es dürfen da keine Nägel und nichts drinnen sein, nur das Holz, und immer wenn ein Stein hineingelegt wird in das Feuer, das wird alles mit Gebeten auch gemacht, und überhaupt dieses ganze Aufbau des Feuers ist in Zusammenarbeit mit den Spirits, mit dem Spirit des Feuers und auch der Spirits der Natur, also genau. Silvia, soll ich wieder übernehmen? Magst du, ja? Ja. Okay. Das ist egal. Ja, gerne. Sorry. Wir können So- das teilen noch, ja. You all will see that what I'm teaching is not just how to do a ceremony, but how to have a relationship. And when I say the word relationship, I mean communication back and forth with the spirits of nature, which is the spirit of creator. Und wenn ich die Zeremonie durchführe, dann bedeutet das auch immer, dass ich in Beziehung bin. Das heißt, in Beziehung mit den Spirits der Natur und darüber dann auch immer mit dem Spirit von unserem Schöpfer. So I'm not bragging, but I will say that when I do a sweat lodge, a lot of amazing, miraculous things happen. Und ich will nicht angeben, aber wenn ich eine Schwitzhütten-Zeremonie durchführe, dann passieren ganz viele wunderbare oder wundervolle oder Wunder überhaupt während dieser Zeremonie oder durch die Zeremonie. And this is because I have open communication all the time with nature and with the spirit of creator. Und das passiert deshalb, weil ich während der Zeremonie immer in offener Kommunikation bin mit der Natur und mit dem Schöpfer. So if I teach you anything of importance, it's how to have that open communication. Now, don't worry about it because communication is two-way. Und wenn ich euch die Zeremonie beibringe, dann ist das zentrale Element die Kommunikation, und ihr solltet keine Angst davor haben, weil Kommunikation ist immer in zwei Richtungen. Who do you think is more capable of communicating in a relationship than the creator or ourselves? Who's more capable? Was glaubt ihr, wer mehr fähig ist zu kommunizieren? Der Schöpfer oder wir? Der Schöpfer, the creator. Yeah, exactly. So what it takes is being quiet and being still, because that magpie normally wouldn't come around me, especially when I'm talking. But because there's I smudged and there's an aura of peacefulness here, it sensed that, and it could come right here and be right close to me, and I could communicate with it. Also der Schöpfer ist viel leichter in der Lage, mit uns zu kommunizieren, und es braucht auf unserer Seite Ruhe und die Fähigkeit zuzuhören, und die Natur kommuniziert mit uns, und dadurch, dass ich hier jetzt geräuchert habe und diese Ruhe ausgestrahlt habe, ist die Elster in der Lage gewesen, näher zu kommen. Und normalerweise würde sich die nicht nähern, aber sie hatte einfach das Gefühl, den Raum zu haben, da näher zu kommen. So with all that, I'm going to go into the nuts and bolts of attending a sweat lodge. Und mit all diesem Vorgeplänkel gehe ich jetzt genauer dazu über, in die Tiefe einzusteigen, wie die Sweat Lodge funktioniert. If I taught you about all the things you do and don't do
first, you would be all caught up in that idea of how do you do it right. Und wenn ich euch zunächst alles erzählt hätte, was es braucht, um die Sweat Lodge durchzuführen, hättet ihr euch gefangen gefühlt in den ganzen Regularien. So don't concentrate on doing things right. Instead, concentrate on having the open communication. Und merkt euch immer, statt dass ihr euch darauf konzentriert, Dinge richtig zu tun, bleibt lieber offen in der Kommunikation. Well, I'm trying to light some sage, but unfortunately, it's really humid here, which normally in Montana, it's not humid, but it's raining. And my striker on my box, there we go. Also er versucht, den Salbei anzuzünden, aber es ist im Moment sehr feucht dort. Das ist untypisch für Montana. Normalerweise ist es nicht so feucht, aber dadurch, dass es regnet, ist es gerade so. When I carve a pipe, I have sage burning all the time. Wenn ich eine Pfeife schnitze, dann verbrenne ich während der gesamten Zeit Salbei. When I burn the sage, it's multidimensional. It's physical, and then the smoke becomes vapor, and it's spiritual. And so burning sage during a ceremony or a class or when I'm carving a pipe helps me stay focused on a clear mind. It's the same thing in a sweat lodge. You want to have a clear mind. Und wenn ich eine Pfeife schnitze, dann verbrenne ich während der gesamten Zeit Salbei. Und Salbei zu verbrennen ist multidimensional, weil zunächst ist es die feste Form und dann geht es über auch in den Rauch und das stellt immer auch die Verbindung her. Und den Salbei zu verbrennen, während ich die Pfeife mache, hält mich fokussiert und ich habe dadurch einen klaren Geist. Und auch wenn ich hier Unterricht halte, dann ist es so, dass ich ihn verbrenne, damit ich einen klaren Geist habe. Okay. In the United States, when we go into a sweat lodge, the men wear swimming trunks or shorts, and the women wear it's called a sweat lodge dress, which is a long, kind of like what the Hawaiians call a muumuu. Also wenn in den Vereinigten Staaten eine Schwitzhütte durchgeführt wird, dann tragen die Männer entweder Badehosen oder Boxershorts und die Frauen tragen lange, leichte Kleider, so ähnlich wie die Hawaiianerinnen, und da wird es Mumu genannt. One of the tribes that lives close to me here, they sweat naked. However, the men sweat separate from the women. They don't mix. Einer der Stämme, der in meiner Nähe hier lebt, die schwitzen nackt. Allerdings ist es so, dass die Männer und die Frauen getrennt voneinander in die Schwitzhütte gehen oder es durchführen und sich nicht vermischen. The first sweat that I did in Europe, I told Daryl that everybody had to wear that type of clothing in the sweat lodge, and nobody was to be naked. Und als ich das erste Mal eine Schwitzhütte in Europa durchgeführt habe mit Daryl, habe ich ihm genau diese Kleiderordnung gesagt und dass keiner nackt dort auftauchen darf. I didn't realize that in Europe, nakedness is no big deal. Ich habe nicht realisiert, dass in Europa Nacktheit keine so große Sache ist. So, of course, in America, we're way too
focused on sexuality, that to be naked with people would be like, oh my God. Hm. Und in USA ist es so, dass wir viel zu sehr auf Sexualität fixiert sind und deswegen, wenn jeder nackt wäre, wäre das so, oh mein Gott. So I show up for this sweat lodge in Austria, and we have the fire going and everybody's standing around the fire, and I say, okay, it's time to get ready, change your clothes, let's go into the sweat lodge. Und bei dieser Schwitzhütte in Österreich, wir haben das Feuer fertig gemacht und haben das Feuer zum Gehen gebracht. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt zieht euch alle um, damit wir uns fertig machen können für die Schwitzhütte. So much to my surprise, everybody stood around the fire and took their clothes off, got naked, and then put on their sweat clothes. Und zu meiner absoluten Überraschung stand jeder an diesem Feuer und hat dann seine Kleider abgenommen und hat dann seine Schwitzsachen angezogen. The weird thing was that the men put on Speedo things. Und die komische Sache war, dass die Männer Speedo-Badehosen angezogen haben. And I told everybody, can you just wrap a towel around you? Und ich habe zu jedem dann gesagt, könnt ihr einfach nur ein Handtuch um euch herum wickeln. So if you go to a sweat lodge in Europe and they want to be naked, fine. It's no big deal. Und wenn ihr zu einer Schwitzhüttenzeremonie in Europa gehen wollt und die Europäer wollen einfach nackt sein, dann ist es okay und es ist keine große Sache. My grandmother Lily used to make these, I'll call them smocks. I don't know what, for girls in California for the sweat lodges, because she only poured sweat lodges for women. And she would tell the girls, oh, look what I made just for you, to give it to them so they would have an appropriate covering. Und seine Großmutter Lilly hat so Kleider genäht, die Smocks sich nennen, und vor allem in Kalifornien, wo sie die Zeremonie durchgeführt hat, den Mädchen einfach gegeben haben und gesagt hat, guckt mal, was ich extra für diese Zeremonie für euch gemacht habe. So again, rules and regulations are set according to the situation where you are. Und hier jetzt noch einmal, Regeln und Regularien werden so gesetzt, wie der Ort einfach ist, wo das Ganze stattfindet. Okay. A lot of times, for a lot of sweat lodges, there is something called a prayer tie. A prayer tie, which means it's something that's tied up, that is made before you go in the sweat lodge. Für viele Schwitzhütten ist es so, dass eine Gebetskrawatte gemacht wird. Das heißt, die wird gebunden. Das ist praktisch so ein längliches Gebilde, das gebunden wird. Deswegen, ja, Gebetsgebinde. It's simply something that you put your prayers into, to take into the sweat lodge and put above your head, in the rafters, so to speak. Und es ist ganz einfach nur etwas, wo man seine Gebete dann hineingibt, und man nimmt dieses Gebinde dann mit in die Hütte hinein und positioniert es über dem Kopf innerhalb dieser Kuppel. What they are, and you don't have to worry about making it right or whatever, is they're just a little square of cotton cloth or wool, natural cloth, just a little square that you take a pinch of tobacco or something and you hold it in your hand and you think
this is what I want to accomplish. This is my prayer for the ceremony. And you put it into that piece of cloth, and then you wrap it up and tie it with some natural, like cotton string. Just tie it, wrap it up 4 times. Well, you don't have to worry about it. Just wrap it up. And you can make a string of them with many different prayers or requests. And you take them in with you, and you put them over your head up in the beams, the rafters of the sweat lodge over your head. And then you leave them there when you go out. Und das, was ihr macht, also dieses Gebinde, wie ihr es herstellt, ist einfach ein Quadrat aus Stoff, in der Regel aus natürlichem Stoff, das heißt Baumwolle. Und ihr steckt dort eine Prise hinein, normalerweise eine Prise Tabak. Es kann aber auch alles andere sein. Und dann bindet ihr es oben zu, am besten mit einem Baumwollbindfaden. Aber es normalerweise 4-mal, aber es ist jetzt nicht so wichtig für ihn. Und ihr könnt daraus eine richtige Kette machen an verschiedenen Gebinden, und dann nehmt ihr es mit hinein in die Schwitzhütte und befestigt es über eurem Kopf in den Dachsparren dieser Schwitzhütte. There's a whole bunch of other protocols that you do before you go in the lodge, and it has to do with the fire and how you walk around it and all these things. But I'll teach that when I'm there and we actually can build a lodge. Und es gibt eine ganze Reihe von Dingen im Protokoll, die man macht, bevor man die Schwitzhütte betritt. Und es ist so, das betrifft das Feuer und die Steine und wie oft man zum Beispiel um das Feuer herum geht. Aber das lehrt er uns dann, wenn er da ist und wir tatsächlich auch eine Schwitzhütte bauen. No, I have a question, sorry. Okay. I have a question. Ich habe eine Frage. Also pro Gebet ein Säckchen, oder kann ich auch mehrere Gebete in ein Säckchen packen? Willst du es selber übersetzen, Stefanie, oder soll ich? Ich versuche, mach du lieber. Mir fehlen ein paar Worte. Ich habe es versucht im Kopf, aber She's asking when you do the praying tie, if you can just if you put just one request in per square, or if you can put several requests. I think you can put, you answer. Both ways. You can put all your prayer requests. Let's say Aunt Lucy needs healing, and let's say I need rent, and let's say whatever. You can put all of it into one. And this is not a rule, but when I do all the prayers in one, I use a white piece of cloth. Now there's different colors that you can use, and they have meanings, but it's that what that becomes is religion. Oh, well, I have to use red for this, and I have to use white for this, and I have to use green for this. That's all fine, and you can do it however you want. But when I often don't put prayers in a prayer tie before I go in, because I'm going to pray when I'm in the lodge. So. Thank you. Yeah. Okay. I'm just sharing with you what a lot of lodges. Shim, should I translate it? Yeah, Yes. go ahead. Yeah. Also für ihn ist es so, dass es möglich ist, nur eine Bitte auszusprechen. Man kann aber auch mehrere Bitten aussprechen. Und er nimmt normalerweise einen weißen Beutel, ein weißes Stück Stoff. Und natürlich gibt es auch verschiedene Farben, wie man das machen kann. Aber dann wird es für ihn schon wieder so, dass es mehr eine Religion ist. Und davon will er eigentlich weg. Das heißt, er macht sogar so,
dass er ganz ohne dieses Gebetsgebinde hineingeht und einfach in der Schwitzhütte seine Gebete ausspricht. Okay. So the rest of what I'm going to share are things that I normally have people do, or I do, in the sweat lodge that I pour. However, from this point on, do not make a rule out of all this stuff. That just makes it, it just kills it. Also was er jetzt uns erzählt, ist einfach so, wie er die Schwitzhütte durchführt und was die verschiedenen Dinge sind, die, ja, die für ihn wichtig sind. Aber es ist insgesamt so, dass, ja, wie er es vorhin schon gesagt hat, dass das Gesamte einfach für ihn wichtig ist. The most important thing about doing any ceremony is to listen to the spirits, assuming you have a communication with them, and they will give you directions on how you're to do the ceremony. And it might be different every time. Und das Allerwichtigste ist, dass man auf die Spirits hört und darauf hört, was die Spirits vorgeben, wie man die Schwitzhütte durchführen soll. Und es kann sein, dass sie jedes Mal anders ist, weil das, was man hört von den Spirits, jedes Mal anders ist. Okay, so we've prepared our prayers. We've been standing around the fire, and it's now time to go into the sweat lodge. Also wir haben jetzt uns vor der Schwitzhütte gesammelt und haben unsere Gebete in das Gebetsgebinde eingefügt und es ist jetzt Zeit, in die Schwitzhütte zu gehen. There's many different ways to do this, but I'm just going to name one way, and this is how I do it. Und da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Art und Weisen, wie man das tun kann. Aber ich erkläre euch jetzt nur eine davon und das ist so, wie ich es mache. I have everybody form a line from the door of the sweat lodge towards the fire. Und ich lasse die Leute in einer Reihe aufstellen und zwar beginnen an der Tür zur Schwitzhütte und in Richtung des Feuers. And just follow the directions of the leader or the one who pours the water for the lodge that you go to, because it'll be different for everybody. Und ihr sollt einfach nur den Anweisungen des Leiters folgen und das ist derjenige, der das Wasser für die Schwitzhütte gießt und das wird immer unterschiedlich sein. What I do is I have all the women line up together and I have all the men line up in the end of the line. Und was ich mache, ist, dass ich die Frauen sich zusammen in einer Linie anstellen lasse und die Männer, und zwar die Männer hinter den Frauen. We open the door of the sweat lodge, which is a big blanket or a hide of an animal. Und wir öffnen die Türe zur Schwitzhütte und die Türe ist entweder eine Decke oder ein großes Tierfell. I missed one thing. I have the men line up first because they're going to go in and come around following me. Und ich habe jetzt eine Sache vergessen. Ich lasse die Männer zuerst aufstellen hinter mir, weil sie mir folgen. So when the doors open, I go in and go clockwise or sunwise around and come back around to the door opening and sit down. Und was ich mache, ist, ich gehe hinein und gehe dann im Uhrzeigersinn beziehungsweise im Gang der Sonne durch die Hütte und setze mich dann neben die Türe. I sit right next to the door because the water in a bucket is going to come into me, and also the stones will come in through the door, the heated stones,
and I'll be pouring water on them eventually. Mm. Und ich setze mich deswegen neben die Türe, weil der Eimer mit Wasser durch die Türe kommt und auch die aufgeheizten Steine durch die Türe kommen und ich dann das Wasser auf die, letztendlich das Wasser auf die aufgeheizten Steine schütten werde. The men come in, and from, let's say, the doorway of the lodge faces east. The men come in and sit on the north side of the lodge. The women follow in and sit on the south side of the lodge. Und wenn man sagt, dass die Tür im Osten der Hütte ist, dann kommen zunächst die Männer herein und sitzen auf der Nordseite der Hütte und danach kommen die Frauen herein und sitzen auf der Südseite der Hütte. Now, this is something you're not going to hear from any other teaching because it's very old and it comes from my grandmother. Und jetzt kommt etwas, das werdet ihr bei keinem anderen Teaching hören und es ist sehr, sehr alt und es kommt von meiner Großmutter. The direction of the door doesn't depend on east or west, and you can read in books, and some say, hold on a minute. Sorry. I have 8 mailboxes outside of my house here, right on the road, and all the neighbors, the 8 neighbors, come down and get their mail right here. And so I'm watching to see if I've got any mail. Sorry. Also alle Nachbarn haben ihre 8 Postkästen direkt vor meinem Haus und jeder muss kommen und seine Post holen und er hat jetzt nur geguckt, ob er Post bekommt. And I do. Okay, the direction of the door, if you read some Lakota books, they'll say the door should face the west. But that's based on the lives of what are called heyoka, or contraries, or they do things backwards. Wenn ihr Bücher lest, dann ist es normalerweise so, dass das geschrieben wird, oder die Lakotas sagen, dass die Türe im Westen ist. Und das liegt aber daran, dass sie Dinge konträr tun oder andersherum. How did you say it was in Lakota language? Heyoka. Heyoka. Okay. Heyoka ist der Begriff in Lakota. Many other tribes say that you should have the door facing the east to the rising sun. Und viele andere Stämme sagen, dass man die Türe im Osten haben sollte, damit sie in die Richtung der aufgehenden Sonne ist. The really traditional old ways said that when a person like myself, who's going to pour the water for a lodge, would do a vision quest, whatever direction the spirit that came to me to give me my vision, that's the direction. So my spirit came to me from the southeast. So that's the direction that I would put my door of my lodge. It's facing southeast. Und aus der Richtung, aus der ich komme, ist es so, dass die Türe dorthin gebaut wird, wenn ich eine Visionsfrage mache und da eine Antwort bekomme aus der Richtung, aus der mein Spirit kommt, dahin wird die Türe platziert.
So again, you see, the power of the ceremony depends on my connection with the spirits. And the spirit that came and gave me my vision came from the southeast. Und da sieht ihr wieder, dass die Kraft der Zeremonie darin besteht, in Kommunikation mit den Spirits zu treten. Und die Richtung, aus der meine Vision von meinem Spirit kam, war aus dem Südosten. Now, I can pour a sweat lodge or conduct the ceremony in any lodge that's been built, no matter what direction the door faces, and still have the same results. Und ich kann aber eine Zeremonie durchführen und auch das Wasser gießen in egal welcher Lodge und egal in welche Richtung die Türe zeigt, weil ich meine Verbindung habe und meine Vision. So we go into the lodge, we go around in a clockwise circle around the pit, which is in the middle. It's a pit that's carved out. Often it's called the cradle. And then we sit down, we get our seats. Und wir gehen in die Hütte hinein, wir gehen im Uhrzeigersinn und wir gehen um die Mitte herum, wo eine Grube ist und häufig wird die Grube auch Wiege genannt. Then with the door still open, we call the door, we say there are 4 doors, which means we open the door 4 times during a sweat lodge to air it out and to get fresh air in. Und wir sagen, dass es 4 Türen gibt. Das heißt, die Türe wird 4-mal geöffnet, um Dampf hinauszulassen und frische Luft hineinzulassen. So when I say a door, that means a round of prayers. And we have 4 rounds of prayers. Und wenn ich Türe sage, dann ist es eine Runde an Gebeten und wir haben 4 Runden an Gebeten. So with the door still open, I call to the firekeeper to bring in a certain number of red hot stones and put in the cradle, in the little depression in the ground, the hole in the ground. Und während die Türe noch offen ist, rufe ich nach dem Bewacher des Feuers und sage ihm, er soll rote, heiße Steine hereinbringen, die in die Wiege, in dieses Loch in der Mitte der Hütte gelegt werden. With the door still open and the stones starting to heat the inside, we go around in a clockwise circle and everybody states their intention, why they're there, what they're there for. Is it healing, provisions? What are they there for? Cleansing or just Thanksgiving? Und während diese Steine die Hütte aufheizen, ist es so, dass wir im Uhrzeigersinn um diese Steine in dem Loch herumgehen und jeder seine Intention setzt, warum er jetzt hier ist und an dieser Schwitzhütte teilnimmt. Und es können verschiedene Intentionen sein. Das kann sein Heilung oder Versorgung oder einfach nur das Dankeschön sagen, also so wie Thanksgiving oder jede andere Intention, die man hat. The reason we speak this out loud is so that all of us can be praying for each individual person for whatever their needs are. However, if people have a private need, they don't have to speak out loud. They just put their hand over their mouth and we just accept that what they're there for is a private situation and they just don't want to share it, and that's fine. Und jeder kann laut seine Intention aussprechen. Und wenn es aber zu persönlich ist und die Person es nicht aussprechen möchte, dann muss sie das auch nicht tun und kann einfach nur eine Hand
auf den Mund legen und dann weiß jeder, dass diese Person das nicht laut aussprechen möchte. I have a question again, sorry. Alle Schwitzhütten, die ich in Deutschland gemacht habe, waren immer an ein Thema gebunden. Aber so wie ich Jimmy jetzt verstehe, sind die gar nicht an irgendein Thema gebunden. So she's asking all the sweat lodges that she has done in Germany always had a certain subject. But she understands now that you say it doesn't have to be a theme or a subject, that you can put the intention for yourself. Exactly. Yes. Yes. There are sweat lodges where when we call in the spirits from the different four directions, Mother Earth, Creator, ourselves, that there are people who teach that you should always like call on the birds spirits from the east and the animal spirits from the south and the whatever from the west and the north and then Mother. That becomes religion versus spirituality. Also er sagt, ja, es ist so, dass es tatsächlich so ist, dass jeder seine Intention setzen kann und dass es nicht so ist, dass das ein fixiertes Thema sein muss. Und es ist so, wenn die Spirits hereingerufen werden, dann gibt es bestimmte Traditionen, die sagen, die Vögel kommen immer aus dem Osten, die Tier-Spirits oder Tiergeister immer aus dem Süden, irgendwas anderes immer aus dem Westen, Norden und die Mutter Erde und der Schöpfer und ich selbst werde oder wir als Menschen werden hereingerufen. Aber wenn das so fixiert ist, dann wird es für ihn was Religiöses und das ist keine Spiritualität mehr. So I have to say, Osio Sololi, Tahidu, it's the squirrel. He's got this giant apple and he's a little squirrel and he's eating it, but he's trying to drag it with him. It's so funny. Anyhow, Sololi, Osio is greetings or hello. Sololi is squirrel and Tahidu is prosperous peace. Sololi. Anyhow, so, but yeah, the problem with so many teachings out there is they give you the rules that you always pray to this direction, you always pray to this, you always do this. And it just becomes a ritual, just like I don't know, like incantations. Und es gibt ganz, ganz viele Traditionen, die einen lehren, dass man immer in diese Richtung beten muss und diese Spirit immer nur aus dieser bestimmten Richtung kommt und es ist aber dann viel zu fixiert und es ist viel zu rituell. Sorry, had to check the time. So, well, I won't go on that. I've harped on that quite a bit. Okay, don't have to translate that. So we're in the lodge, and we've all of us have shared, if we want to, about what our intentions are, what we want to gain by our connection to the next dimension, to the spirit realm. What help, what assistance do we need, and what we're looking for. Und wir haben unsere Intention gesetzt in der Hütte und das, was wir machen, ist, dass wir die Verbindung zu der nächsthöheren zum nächsthöheren Raum herstellen, zum Spirit Raum und damit
die Spiritualität oder den Raum eigentlich öffnet. So I normally have the firekeeper bring in 7 stones for each round. So there's 28 stones in all. However, I always ask Spirit, how many stones should I have in here? And sometimes they'll say 4. Sometimes they'll say 10. Und was ich normalerweise mache, ist, dass ich zu dem Feuerkeeper sage, dass er pro Runde 7 Steine hereinbringt, sodass ich am Ende 28 Steine habe. Aber ich werde es immer so machen, dass ich Spirit frage, wie viele Steine soll ich am Ende haben? Und manchmal sind es 4, manchmal sind es 10. One time I was told to have the firekeeper bring in 1 stone and 1 stone only. Und es gab einmal, da wurde mir gesagt, dass ich dem Feuerkeeper sagen sollte, dass er nur einen einzigen Stein hereinbringt. It was probably one of the hottest sweats I've ever done, and I didn't add any more stones all 4 rounds, all 4 doors. Und es war wahrscheinlich eine der heißesten Lodges, die ich durchgeführt habe, mit dem einen Stein. Es wurde kein weiterer Stein hereingebracht in den nächsten 4 Runden, den nächsten 4 Türen. So normally I'll have them bring in 7 stones. We all share what we're there for, our intentions. And then I'll say, close the door. Und es ist normalerweise so, dass ich 7 Steine hereinbringen lasse und wir dann teilen, wofür wir da sind. Und ich dann sage, schließ die Tür. When the door is closed, it should be absolutely no light seen at all. It must be totally dark. Und wenn die Türe geschlossen ist, dann sollte es so sein, dass es absolut dunkel ist, dass absolut kein Licht mehr zu sehen ist. If you can see some light through the blankets or the whatever, the tarps, it's important to have something put over it by the firekeeper to block all light. You have to get all light out. Und wenn man doch noch hindurch sieht, durch die Decke, dann ist es verkehrt. Das heißt, man muss irgendwas noch darüber legen. Das heißt, es darf tatsächlich absolut kein Licht zu sehen sein durch die Decke oder was den Eingang verschließt. There's a physiological reason to have absolute darkness. Da ist ein physiologischer Grund, warum man absolute Dunkelheit haben möchte. If there's any little specks of light at all, your brain, your right brain and left brain, will be thinking about that and thinking about things that are not spiritual. Und es ist so, wenn man nur einen Hauch an Licht sieht, einen kleinen Sprenkel, dann ist es so, dass sich unser rechtes und linkes Gehirn damit beschäftigen wird und damit abgelenkt ist und andere Dinge tun wird. If it's totally dark and you can't see any light, your brain starts producing chemicals and hormones and all sorts of things that help you see into the next realm. Und wenn es absolut dunkel ist, dann hilft das unserem Hirn, indem es Chemikalien und vor allem Hormone produziert, die uns helfen, in den nächsthöheren Raum zu sehen. There's a chemical produced by the pineal gland when it's totally dark that helps you see visions, and if you're asleep, helps you dream dreams. But it's a doorway into the next dimension, spirit realm. Und wenn es absolut dunkel ist, dann produziert die Zirbeldrüse ein Hormon,
das uns hilft, in den nächsten Raum zu sehen. Das heißt, es werden es die Zirbeldrüse und die Hormone unterstützen uns, Spiritualität zu entwickeln und in höhere Dimensionen hineinzusehen. And in a nutshell, what the sweat lodge is, it's a portal into the next dimension. Und, eine Nussschale, was letztendlich diese Schwitzhütte für uns darstellt, das ist wie ein Portal in die nächsthöhere Dimension. So once the door is closed and everything is dark, I start to pour water out of a bucket, which has been brought in by the fire tender, onto the hot stones. Und wenn es absolut dunkel ist, dann fange ich an, Wasser auf die heißen Steine zu gießen, und dieses Wasser kommt aus dem Eimer, das der, Feuerbewacher oder Firekeeper hereingebracht hat. And the key to how hot it's going to get inside the sweat lodge is how much water you put on the hot stones. It's not the stones themselves. Und, wie heiß es in dieser Schwitzhütte tatsächlich, wird, das hängt davon ab, wie viel Wasser man auf diese heißen Steine gießt. Nicht wie heiß die Steine sind, sondern die Menge des Wassers ist entscheidend. And for someone who's trained on how to pour a sweat lodge ceremony, you're trained to know how much water to put on so it doesn't get too hot for everybody. Und jemand, der trainiert darin ist, eine Sweat Lodge durchzuführen, der weiß genau, wie viel Wasser er auf diese Steine gießen muss, damit es für niemanden in der Schwitzhütte zu heiß wird. I was trained to always moderate the temperature in a sweat lodge to the weakest member of the lodge, the weakest person. So if you have like a child or an elderly person, you always keep the temperature so it meets them, and it'll always be hot enough for everybody else. Und ich wurde so gelehrt oder trainiert, dass ich die Temperatur immer so modifiziere, dass auch das schwächste Mitglied in der Schwitzhütte, mit der Temperatur noch umgehen kann. Das heißt, wenn ich ein Kind drin habe oder eine ältere Person, da muss ich die Temperaturen niedriger halten. Und ich habe gelernt, dass, auch wenn die Temperatur nicht so hoch ist, es für die Leute immer noch warm genug ist in der Schwitze. This brings me to who should not go in a sweat lodge. Und das bringt mich jetzt dazu, wer sollte nicht in eine Schwitzhütte gehen? Any woman that's pregnant should not go into a sweat lodge. Jede Schwangere sollte nicht in eine, Schwitzhütte gehen. Anybody with high blood pressure or a heart condition should not go into a sweat lodge. Jede Person, die, einen Bluthochdruck hat oder irgendwelche Herzleiden hat, sollte nicht in eine Schwitzhütte gehen. I'm sorry. The squirrel has now just crawled into the skull of the buffalo skull with a little nut to hide in there. Also das, Eichhörnchen ist jetzt mit einer kleinen Nuss in den, Schädel gekrochen, um es da drinnen zu verstecken. Okay. Slowly, squirrel. There's one other that I can't think of right now that shouldn't go into a sweat lodge, but those are the three most important ones that could have an adverse effect to their health if they went into a sweat lodge. Und es gibt noch eine dritte, Personengruppe, weiß ich jetzt gerade nicht, aber das sind die Personen, die nicht gehen sollten, aufgrund von Gesundheitsbedingungen. Isn't it, the women when they, are on their moon time? Very good. I'm glad you mentioned that. This is for a totally different reason. Yeah. There's a special sweat lodge that it's called the Moontime Sweat Lodge, and it's only for women
and it's only for women. Well, it's only for women, and usually you try to have 4 women that are having either beginning or ending their moon time or their menses or their period. That's a very special lodge, and it's not to be attended by men at all. But in general, for a regular sweat lodge, if a woman is on her moon time, she shouldn't attend or go inside of it, because her spiritual power during that time of regeneration is so strong, it'll wipe out all the medicine of the men. It'll just so yeah, it's not because it's anything negative. It's just to protect the rest of the people in the lodge from this super power. Also, wenn Frauen ihre Mondzeit haben, also ihre Menstruation oder ihre Periode, dann ist es so, dass sie in die normale Sweat Lodge nicht gehen sollten. Das liegt daran, dass Frauen während ihrer Mondzeit eine sehr ausgeprägte spirituelle Kraft haben und damit die spirituelle Kraft der Männer ausschalten würden. Das heißt, wenn Frauen während ihrer Periode in die Schwitzhütte gehen, wäre es eher zum Schaden der anderen anwesenden Leute. Aber es gibt extra Schwitzhütten, Mondzeiten-Schwitzhütten. Das heißt, man versucht da mindestens 4 Frauen in der Schwitzhütte zu haben, die zu Beginn oder zu Ende ihrer Mondzeit sind und da dann die Schwitzhütte durchzuführen. Das ist aber rein so, dass es nur Frauen dürfen diese Schwitzhütte besuchen. I'm glad you brought that up. So as I pour water on the rocks and it starts to steam and the steam rolls down the sides of the lodge, I try to do it so that it gently brings us, everybody, into that space of where we start sweating. And the sweating mechanism is really important because it literally, from the inside out, cleanses our physical body, but it also opens up our spirit and our brain to be able to communicate. Und wenn ich das Wasser auf die Steine kippe, dann versuche ich das sehr sanft zu machen, so dass der Dampf sanft nach oben steigt und dann die Wände der Hütte wieder an der Seite nach unten rollt. Und der Hintergrund ist, dass die Leute langsam anfangen sollen zu schwitzen. Das Schwitzen bedeutet ein Reinigungsprozess. Es ist aber auch so, dass der Dampf unseren Geist öffnet, damit wir in die nächste Dimension oder mit der nächsten Dimension Kontakt aufnehmen können. Now, I'll do something different than a lot of people do, because the one thing that you don't want to bring into a sweat lodge is judgment, ego, anger, any negative energies. Und ich mache etwas anders als die meisten anderen, die Schwitzhütten durchführen. Und das, was ich nicht möchte, ist, oder was man nicht in die Schwitzhütte bringen möchte, ist sowas wie Ego, Ärger oder negative Energien. So what I found is, in a lot of lodges, or how I used to do it, was that we went around in the circle and everybody prayed their own prayer individually until it got back to me. Und was in vielen der Schwitzhütten, die ich durchgeführt habe, war, ist, dass wir im Kreis gehen und jeder seine Intention setzt und seine Gebete spricht, bis es wieder zurück bei mir ist. The problem with that is there's a lot of people that like to pray to be heard, not even by Creator, but just by everybody in the lodge. Das Problem ist, dass viele Leute wollen, dass ihr Gebet gehört wird, und zwar nicht nur durch den Schöpfer, sondern durch die Leute in der Lodge selber.
And that's ego. Und das ist Ego. So what I do is I have everybody pray quietly so that their neighbor, the next person to them, can't understand what they're saying. And everybody prays at the same time. Und das, was ich mache, ist, dass ich die Leute sehr leise beten lasse, sodass der Nachbar schon nicht mehr versteht, was man sagt. Und ich lasse die Leute alle zur gleichen Zeit beten. And while they're doing that, I'm pouring water on the stones and I'm singing a song. Und während die Leute das machen, ist es so, dass ich das Wasser auf die Steine gieße und ein Lied singe. The sweat lodge that I go to about 20 miles north of here is a Blackfoot lodge. Die Schwitzhütte, wohin ich gehe, ist ungefähr 30 Kilometer entfernt, Richtung Norden. Und es ist eine Schwarzfuß-Indianer-Schwitzhütte. And in the Blackfoot tradition, every door or every round, there are 4 songs sung, and each song is sung 4 times. Und in der Tradition der Schwarzfuß-Indianer ist es so, dass 4 Türen, also 4 Runden gemacht werden und in jeder Runde ein Lied gesungen wird, also 4 Lieder und jedes Lied 4-mal. It takes all day. Man ist da den ganzen Tag. And there are people that pray for every blade of grass, every bird, every bug, everything, and it takes forever. Und es gibt Leute, die beten für jeden Grashalm, für jeden Käfer, für jedes Blatt und es dauert einfach ewig. So we're supposed to be talking to the spirits and to Creator. So we don't need to make all that noise and impress everybody with how wonderful our prayer is. So I have everybody pray very quietly. It's important for them to be verbal because the vibration of the sound of the voice is what carries the message to the next realm. Und es ist nicht wichtig, wie toll unser Gebet ist, sondern es ist wichtig, dass wir zu dem Schöpfer und zu den Spirits sprechen und in Kommunikation sind. Das heißt, es ist schon wichtig, dass die Gebete verbalisiert werden, leise. Das heißt, dass die Vibrationen ausgelöst werden, weil die Vibrationen das sind, was die Gebete nach außen transportiert. So by the time I'm done singing basically one song and everybody's been praying, I say, open the door. Und wenn ich fertig bin, dass ich ein Lied singe und jeder fertig ist, sein Gebet zu sprechen, sage ich, öffnet die Tür, öffnet die Türe. The fireman or fireperson, firekeeper, my daughter, when she was 12 years old, was my firekeeper. And I had somebody be really upset about that because, well, she's just a girl. I said, well, perfect. She doesn't have all the garbage that we have as adults. So she's the perfect one to tend the fire. Und das macht der Feuerbewacher, also der Firekeeper. Und als meine Tochter 12 Jahre alt war, war sie der Firekeeper. Und es gab jemanden, der sich beschwert hat, dass sie erst 12 Jahre alt ist. Und ich habe gesagt, das ist doch perfekt, weil sie hat nicht den ganzen Müll dabei, den wir alle dabei haben. Also sie ist perfekt dafür geeignet. So the firekeeper opens the door, the steam rolls out and fresh air comes in. And we just rest for a little while. Some people in some lodges will go outside. The Blackfoot Lodge, we go outside and we dip, even in the wintertime, in a very cold stream. We have a rope tied and we get into the stream and refresh ourselves. But that's a lodge that lasts all day long. And I don't normally do that. I normally keep everybody in the lodge. Und das, was dann passiert, wenn der
Bewacher des Feuers die Türe öffnet, ist, dass der Dampf nach außen geht und frische Luft hineingeht. Und es ist so, dass wenn die frische Luft nach innen kommt, ich die Leute normalerweise in der Lodge sitzen lasse. Aber es ist zum Beispiel so bei dieser es gibt viele Traditionen, wo die Leute auch nach draußen gehen, in die frische Luft. Und bei der Schwarzfußhütte ist es so, dass wir nach draußen gehen und auch in einen kalten Fluss oder kalten Strom eintauchen. Es ist so, dass es da ein Seil gibt und man hält sich dran fest und taucht ein und erfrischt sich in dem kalten Wasser. Aber wie schon gesagt, die Zeremonie dort dauert ja den ganzen Tag. Und bei mir ist es so, dass es alles kürzer ist und ich lasse die Leute einfach in der Hütte erstmal sitzen. We're almost done. Wir sind jetzt fast fertig. So I'll call for maybe 7 more stones to be brought in, and then we'll shut the door and I'll repeat what we did before, where everybody's praying quietly to themselves and to spirit while I pour water and bring the steam back up and sing a song. Das, was ich mache, ist, dass ich die nächsten 7 Steine hereinbringen lasse und dann auch wieder Wasser darauf gieße, sodass Dampf entsteht. Und ich führe diese Runden nacheinander durch in der gleichen Abfolge. Sorry, I think I heard just half because Valentin said something at the same time, but I think I got it. Okay. Well, It's hard to listen to 2 people at the same time. it is. I often, when I get on an elevator, I say, "Oh, will you all stop talking at once?" Manchmal, wenn er in den Aufzug steigt, dann sagt er: „Könnt ihr bitte aufhören, alle gleichzeitig zu reden?“ It freaks people out. Und Leute werden verrückt damit. Oder ja. Okay, so we do this 4 times. We have 4 doors, 4 rounds of prayers, and I will usually select a subject for each one, like healing or Thanksgiving. That's a really important one to do. Or a lot of times what I do is called a vision, a round of seeking a vision to get information. Also ich führe normalerweise 4 Runden, also 4 Türen durch. Und oft ist es so, dass ich dann für jede Runde ein Thema suche. Das heißt zum Beispiel eine Runde Heilung, eine Runde Thanksgiving, also Danke sagen. Und das so als Thema vorgebe und dann jeweils die Runde in der gleichen Art und Weise durchführe. So the way we close the lodge, we end the ceremony, is after we've brought in the rocks for the last round or door, we pour the water on it, but we don't pour all the water. This is important. Also was wir machen, ist, dass wir bei jeder Runde Wasser auf die Steine gießen und der Dampf entsteht, aber es ist so, dass ich nicht das ganze Wasser aus dem Eimer aufbrauche, das heißt, es bleibt noch Wasser über. The Lakota believe that you have to pour all the water that's in the bucket on for the last round, no matter how much it is. Und was die Lakota zum Beispiel glauben, ist, dass man das gesamte Wasser, das noch im Eimer ist, bei der letzten Runde auf die Steine gießen muss. Oftentimes it's way too hot. And if you do that, people suffer. Und ganz, ganz häufig ist das viel, viel zu heiß und die Leute leiden darunter. So I don't, and the Chippewa don't pour all the water on at the end.
to make a big, huge steam cloud that basically cooks everybody. Und die Chippewa machen das nicht so. Es ist nicht so, dass ganz am Schluss das gesamte Wasser drauf gekippt wird, dass eine riesige Dampfwolke entsteht und man eigentlich die Leute richtig kocht. Like I said, there's over 500 different recognized tribes. So there's over 500 different ways of doing sweat lodges, and they're all good. Also wie ich schon gesagt habe, es gibt über 500 verschiedene Stämme und über 500 verschiedene Möglichkeiten, eine Schwitzhütte durchzuführen. Und es ist keine davon so, dass sie die einzig richtige ist. So a typical prayer for a Lakota, or not just Lakota, but the Plains Indian tribes is, oh, be pitiful, or I am pitiful, I am worthless, I am just a bug on the ground. Oh, Creator, please have mercy on me. And oh, and they pour the lodge to suffer. It's like all you can stand to be in a lodge like that because it's so hot. Und was eine typische Bitte bei einer Lakota-Schwitzhütte ist, oder ein typisches Gebet, oh du Schöpfer, ich bin so minderwertig, ich bin so erbärmlich, und der Dampf wird deswegen auch gegossen, um zu leiden. Chippewa, many other tribes, the lodge is all about the womb of Mother Earth and rebirth and regenerating and restoring. Bei den Chippewas ist es so, dass alles darum geht, um Mutter Erde, um Erschaffung, um die Gebärmutter, also den Bauch. Und ja. Okay. Sorry. Oh no, that's okay. The energy of the sweat lodge is supposed to be feminine. It's the womb of Mother Earth, and the moisture, the water of the womb. It's all about the feminine regeneration and restoration. Und der Geist der Chippewa Sweat Lodge ist weiblich, das heißt, es geht alles um den Schoß der Mutter Erde, um die Feuchtigkeit im Schoß der Erde oder um Erschaffung, um Regeneration, um Entstehung. The prayer in my sweat lodge is often like, oh, great mystery, great creator, I am, as a human being, I am an integral part of you and an integral part of co-creating through you and with you, Creator. Und ein typisches Gebet, das ich normalerweise in meiner Schwitzhütte sage, ist, o Schöpfer, o großes Mysterium, ich als menschliches Wesen, ich bin ein Bestandteil der Natur, ein Bestandteil der Schöpfung. That's all I'm going to share now. However, obviously there's a lot more. So if anybody has any questions right now, go ahead and unmute yourself and ask. Also das ist das, was er jetzt zunächst mal, oder hier hört er jetzt erstmal auf, und wenn es irgendwelche Fragen gibt, dann könnt ihr sie jetzt noch stellen. And also you can always email me with questions, because we've just touched, what do you call that? We're just seeing the top of the iceberg of a sweat lodge ceremony. There's so much more.
Also es ist so, dass es jetzt nur die Spitze des Eisbergs war, was eine Schwitzhütte ausmacht. Es gibt einfach wahnsinnig viel mehr noch dazu zu sagen. I will share that some things that are common in a good sweat lodge, one that's run in harmony with all of nature, is that you'll see things even though it's totally dark. You'll see rows and rows of people sitting around the stone, even though there's only one row of people actually there. Und was ganz typisch für eine Sweat Lodge ist, ist, wenn es wirklich dunkel ist, dass man ganz viele Dinge sieht. Man sieht zum Beispiel Reihen und Reihen und Reihen von Menschen, obwohl nur eine Reihe dort sitzt. Oftentimes you'll see something that's called the spirit light. It's iridescent blue. Mm, das, was man häufig sieht, ist das Licht des Spirits und es ist irisierend blau. A lot of times the lodge will light up with this blue light, and you'll actually see the ribs of the saplings that are all tied together. You'll actually see them and be able to see things that it's totally dark, but you can see things like spirits. Und was ganz häufig passiert ist, dass sich die Schwitzhütte auch von innen mit diesem Blau erleuchtet und man kann die Streben der Hütte sehen, die Äste oder das Gerippe, das die Hütte ausmacht, obwohl es eigentlich total dunkel ist innen drin. On Thanksgiving, an American holiday, about 20 years ago, I did a sweat lodge on the Flathead Reservation, and 6 of the 12 people in there, we all saw the same thing. An Thanksgiving vor ungefähr 20 Jahren haben wir bei den Flathead-Indianern eine Schwitzhütte durchgeführt und 6 von den 12 anwesenden Personen haben genau das Gleiche gesehen. What we saw in the top of the lodge, there was the blue light. You could see the ribs of the wood saplings, and a translucent or transparent orb, round orb appeared. Was wir sahen, war, dass in dem blauen Licht in der Schwitzhütte, man hat die ganzen Rippen, das ganze Gerippe der Schwitzhütte gesehen und oben in der Spitze der Hütte ist eine transparente Kugel, ein transparenter Kreis aufgetaucht. It had kind of a face in it, and it spoke to all of us and gave us a message. Und es hatte wie ein Gesicht innen drin und es hat zu uns gesprochen und hat uns eine Nachricht zukommen lassen. It said, honor the stone people. They saved your kind once before, and they will save you again. Und was die Nachricht war, ist, ehrt die Steinmenschen, sie haben euresgleichen schon einmal gerettet und sie werden es wieder tun. I thought at first that it meant making tools out of stone saved humankind. Und ich dachte zunächst, dass das Herstellen von Werkzeugen aus Stein die Menschen gerettet hat. But then I realized it was about carvings that are carved in stone that have lasted for thousands and thousands of years with information that saved humankind once before and will save us all again. Und was ich aber dann später realisiert habe, dass es Steinmalereien oder Steinritzereien waren, die über Tausende von Jahren im Stein bewahrt worden sind und die die Menschheit schon einmal gerettet haben und wieder retten werden. So with that, I'll say you need to go to my
my website and look at the videos on the Hopi prophecies that are carved in stone. They have instructions on how we can prosper in this new era that we're in. Und damit empfehle ich euch, auf meine Homepage zu gehen und dort die Hopi-Prophezeiung anzuschauen. Und dort ist in Stein gemeißelt, wie wir leben sollen, damit wir ein erfülltes Leben haben und auch in diesen Zeiten überleben. It's worldtreeway.com, right? Yep, World Tree Way, all one word, worldtreeway.com. And I think it's the resource pages. And if I remember right, the 2 or 3 videos that are there are with you translating in German. So yes, definitely. that's another. So, okay, there's a question popping up here. I have to change glasses. No, that was just me putting in the. Oh, okay. Gut. Is that good? Gut? Gut? Yes. Das gut. Okay, so everybody's been online for a long time. The last thing I'll say is if you just want to email me, I think all of you have my email address, but it's Jimtree3, the number 3 at Yahoo, all one word, Jimtree3 at Yahoo. And send me any questions you have about this, and I'll be in contact with you. And in the spring, we can maybe all get together and build a sweat lodge, and you can learn about the fire tending and all that stuff. And we can have a sweat there. Yeah, that's the question I have. Where did we know when you came to Germany? Where do we know? I'm right now ironing out the details. We just got my mom situated and all that. So all I know is I need to check with somebody in Ammersee and see when they want me to be there for a couple of classes. And that's the last I heard, it was early March, which is pretty cold. But normally I come in late March and be in April, but it'll be March, April, sometime in that time frame. But then you know it. You sent us an email, or yeah. Yes, yeah, I'll send a big email out to everybody I have. I've got like okay. But I also have you guys all on my pipe. So, and actually everybody that's attended here we're Oganali, we're a family. So everybody that's been online here today, plus a couple people who couldn't be on, we're all in regular contact. So we'll let you know. Okay, everybody? All right. Thank you. I will send you guys the copy of the video once I get it downloaded, but I'm learning how to do it on YouTube, so you guys don't have to download the video on your computer. You can just click and go to YouTube and watch it, but it's going to be a private video, and there'll be a password, which is the same password I use here, and that's capital P, pipe, with a pound sign. It's the little pound sign. All right. Thank you, Jim. Yeah, good seeing you. Good seeing you. I hope to see you soon. Yes, I hope you stop in Preen. We'll talk. Yeah. Yep. I think that. Well, I won't. You'll see. We'll talk. Yeah. And I'm glad to hear about your mom. Oh, I got to tell you, it's been 5 months that we've been going over and spending the nights with my mom, and she wakes up all the time, has to go to the bathroom, this and that. And it's the last 2 weeks have been. It's tiring. I've slept all night, every night. It's awesome, and she's got really good care. It's a really good place for her. It's a So good feeling. I know. Yeah. Glad to hear. All right, we'll talk to all you guys later. See you later. See you. Bye. Thanks. Bye. 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 There. Bye.
Bye, Christian.